Moin Moin aus dem Emsland. Ja, hier ist Harald von Krone TV. Und zwar im Folgegespräch mit Kai auf seinem Kanal German Truck Driver. Und den ersten Teil der Diskussion findet ihr auf unserem Kanal Krone TV, wie auch hier unten verlinkt angezeigt ist. Kai, und ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise ich würde es mir sogar sehr wünschen, dass gerade diese schwierige Zeit, in der wir gerade sind, dazu führt, dass eben Menschen wie Krankenschwester, Pfleger, Fahrer und Fahrerinnen eben diese Wertschätzung bekommen, die ihnen auch zusteht. Wertschätzung, Aufmerksamkeit und vielleicht auch mehr Pulver. Das würde ich mir auch wünschen. Nächste Frage. Was macht denn Krone, um den Fahrer das Leben zu erleichtern? Gegenfrage zur Gegenfrage. Ja. Was ist der schweißtreibende tägliche Wahnsinn für den Fahrer? Gardine auf, Latten weg. Ja? Und es ist nicht nur schweißtreibend, sondern es ist auch nicht ungefährlich, wenn mal eine solche Latte runterfällt. Schon passiert, ja. Schon passiert, kann ich mir vorstellen. Ja. Also, die Lösung dafür ist eine Krone Safe Curtain. Safe Curtain heißt, sie kommt komplett ohne Latten aus, weil sie in der Plane Stahlstreifen integriert hat, die eben diese Festigkeit, die erforderliche Festigkeit der Seitenwand generiert. Und sie lässt sich genauso leicht hin und her schieben wie eine Standardplane. Also locker aufschieben und keine Latten weg. Krone Safe Curtain. Willkommen in der Zukunft. Kai, apropos Zukunft. Wie siehst du die Zukunft des Berufs Lkw-Fahrer, Lkw-Fahrerin? Würdest du jungen Leuten Stand heute noch empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen? Also der Beruf hat sich ja schon verbessert. Ja, es ist ja nicht so, dass wir Stand vor 20 Jahren immer noch sind. So muss man es ja sehen. Der Beruf wird sich wandeln, da kommen wir nicht von weg. Das heißt, wir müssen zukunftsorientiert denken. Das autonome Fahren, Elektromobilität, das wird alles kommen. Aber das autonome Fahren macht natürlich dem Fahrpersonal Angst, dass sie halt nicht mehr gebraucht werden. Ich meine, dass es ähnlich wie bei der Bahn sein wird. Dort ist ja auch ein begleitendes Fahren eigentlich auf der Long-Distance-Strecke. Und beim Bahnhof übernimmt dann quasi mit Handbetrieb die Gasschaltung etc. Und ich glaube, dass es beim Lkw-Fahrer so ist, dass die auf der Long-Distance-Autobahnfahrt bis zum Kunden der Lkw selber fährt. Der Fahrer macht eine überwachende Tätigkeit. Ja. Und wenn es dann beim Kunden ist, das Alltagsgeschäft wird dann normal weitergehen. Ja. Also ich sehe so, dass der Fahrer auf lange Zeit noch gebraucht wird. Nur der Beruf wird halt auch moderner, wird moderner aufgestellt. Der Fahrer braucht mehr Qualifikation wahrscheinlich, um die Elektronik zu überwachen. Also ich sehe das schon vollkommen in Ordnung, dass der Fahrer noch lange gebraucht wird. Also echte Perspektive, freut mich. Ich würde dir gerne eine kritische Frage stellen, die gestellt wurde. Und zwar, Krone rostet schon im Katalog. Was sagst du zu der Aussage? Also Kai, ich bin jetzt ziemlich genau 6 Jahre im Unternehmen und in den Anfängen gab es dazu die ein oder andere kontroverse Diskussion. Was ich aber definitiv weiß, dass wir ab 2016 rings um den Auflieger nur noch bandverzinkte Bleche einsetzen. Also seitlicher Unterverschutz, hinterer Unterverschutz, Eckrungen an der Stirnwand, so die neuralgischen Stellen. Sodass das Thema quasi komplett entschärft war. Und ich weiß weiterhin, dass wir in 2018 dann nochmal satte 40 Millionen Euro in die Hand genommen haben. 40 Millionen? 40 Millionen das ist eine Euro Hausnummer. Für ein brandneues Oberflächenzentrum, sprich kathodische Tauchlackierung, das sicherlich die modernste seiner Art in Europa jetzt ist. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt ist das Thema komplett vom Tisch. Schluss, aus, Maus, basta. Ja, Frage beantwortet. Kai, wir sind ja nun YouTube-Kollegen sozusagen, beide vom Fach. Und ich weiß nun sehr genau, wie lange es bei uns dauert, von der ersten Idee bis zur letzten Klappe sozusagen, dass man diese 2 bis 3 Minuten sendefertig hat. Wie lange dauert das bei dir? Also als ich angefangen habe, habe ich klassische Vlogs gemacht, das heißt Kamera so halten, dann ist es fast One-Take, dann habe ich immer von Dashcam Fahrschnitte mit reingenommen.
Da ging das Schneiden des Videos in einer Dreiviertelstunde schon sehr schnell. Das Drehen selber ging ja auch sehr schnell, weil ich ja dabei gearbeitet habe quasi. Wenn ich Pause gemacht habe, dann jetzt habe ich es mir auferlegt, ein bisschen professionellere Videos zu machen, Reportagen. Deswegen bin ich auch bei euch. Okay. Und da freue ich mich sehr drüber. Und da ist natürlich der Aufwand enorm größer. Das heißt, ich verbringe hier 2 Tage mit dem Drehen und dann natürlich noch im Schnitt rechne ich ungefähr mit 5 Stunden. Ich mache bewusst aber jetzt kein Weißabgleich und sowas mit rein, damit es ein bisschen authentischer meiner Person ist. Ganz ehrlich, ich wollte mich jetzt auch damit noch nicht so ganz beschäftigen, weil dann bin ich einfach zu sehr Profi, finde ich, für mich so, für meine Zuschauer so, dass das irgendwo ein bisschen noch die Waage hält. Also sagen wir mal, das Ganze 2 Tage und 5 Stunden Schnittprogramm. Aber unterm Strich deutlich aufwendiger, als man denkt. Durchaus, ja. Harald, ich habe jetzt ein bisschen technischere Frage. Okay. Und zwar wurde die gestellt, die Aufsattelhöhe bei euren Aufliegern, die man bei der Bestellung angibt. Ja. Kann die im Nachhinein noch verändert werden? Also nicht so einfach. Also grundsätzlich sollte dir bei der Bestellung schon klar sein, brauche ich ein Volumenfahrzeug, mega, 3 Meter Innenhöhe, dann bestelle ich ein solches Auto und das hat einen 80 mm hohen Hals und der ist fix. Das ist ja das bereits geschweißte Chassis. Oder aber ich entscheide mich für die Profi-Variante, die einen 135 mm hohen Hals hat. Da kann ich natürlich nichts verändern. Ich kann in engen Grenzen adaptieren und reagieren, wenn ich zum Beispiel mit dem Felgendurchmesser 19,5 oder 22,5 spiele oder mit den Reifendimensionen, also sprich das Verhältnis Reifenbreite zur Höhe, das Querschnittsverhältnis. Da kann ich in engen Grenzen was machen, aber es sollte bei der Bestellung im Grunde klar sein, brauche ich viel oder komme ich mit etwas weniger Innenhöhe zurecht? Und daraus resultiert eben auch die Aufsattelhöhe. Vielen Dank für die Information. Gerne. Harald, nächste Frage, ich habe noch eine. Ja, gerne. Und zwar, ich kriege es jetzt im genauen Wortlaut jetzt nicht hin, wie es geschrieben war, aber die Bodenbeschaffenheit auf euren Aufliegern, die Holzplatten, also die Beschaffenheit, welche Belastungen halten die aus? Wie ist das so mit der Bodenbeschaffenheit? Okay, Kai, der Boden ist ein Holzboden. Ne? Ja. Das ist ein 30 mm starker Holzboden, der aus 22 Schichten verleimt ist. Ja? Kleine Spezialität dabei, wir sprechen hierbei von Sperrholz. Warum Sperrholz? Man muss sich das vorstellen, wir schneiden das Bäumchen in ganz schmale Scheiben und jede Scheibe wird um 90 Grad zueinander, aufeinander gepresst und verklebt, sodass also der Faserverlauf immer kreuzweise verläuft. Dadurch erreicht man nicht nur eine bombige Festigkeit, sondern darüber hinaus auch eben ein Werkstoffverhalten, das es zum Beispiel Feuchtigkeit erschwert einzudringen und den Boden aufzuquellen. Danke für die Info. Gerne. Kai, vorläufig letzte Frage aus unserer Community. Kennst du das Spiel Eurotruck Simulator? Ja, durchaus. Eurotruck Simulator kenne ich. Da kann man halt virtuell einen LKW fahren. Sogar meine LKWs, die ich gefahren habe, kann man dort fahren, sind da reingemoddet worden. Ich muss dazu sagen, das ist nicht mein Genre, was ich gerne spiele, weil ich bin auch leidenschaftlicher Gamer sozusagen. Ja. Immer noch. Was schön ist, dass ihr mir was Tolles zur Verfügung gestellt habt für meine Zuschauer. Da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Sie können gespannt sein. Ich sag am besten gar nichts mehr. Aber ja, ich kenne es natürlich, klar. Prima. Gut. Kai, nochmal ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke auch. Und hoffentlich bis bald. Bis bald, Harald. Ciao. Prima. Hallo, liebe Nein, machen wir nochmal. Schön. Nicht erschrecken. Ich bin nicht das... Ach, das ist... Ich soll ja nicht sagen, was soll ich sagen? Wir hatten meiner Community und der Krone TV zu... Er hat mich gerufen. Ja. Nein? Nein. Nein, nein. German Truck Driver, das ist der Name meines YouTube-Kanals. Junge. Wir hatten die Gelegenheit, uns Fragen... Ich sage immer noch, wir nehmen das Erste. Hallo, liebe... Simon, ich bin raus. Hallo, liebe... Mein Gott.